Die Tage vergingen, bis Farondis schließlich bei mir am Beorninger Haus eintraf. Eine angespannte Atmosphäre lag in der Luft, erfüllt von einer Mischung aus Erwartung und Vorsicht. Auch ich konnte mich der Demut nicht entziehen, angesichts dessen, was in den kommenden Tagen vor uns lag. Ich wusste jedoch genau, weshalb Farondis den weiten Weg auf sich genommen hatte. Sie und ich hatten einen Pakt geschlossen, ein Versprechen, das wir nun enthüllen mussten. Der Moment der Wahrheit rückte näher und gemeinsam würden wir das weitere Vorgehen besprechen. Wie schön, euch wiederzusehen, Grimbeorn. Es ist einige Zeit vergangen seit unserem letzten Treffen. Farondis, es ist wahrlich lange her, seid willkommen. Es gibt Neuigkeiten, die mich hierher geführt haben, Grimbeorn. Meine Tochter hat begonnen, Erinnerungslücken aus längst vergangener Zeit zu spüren. Sie und Skaldiv sind bereits auf dem Weg hierher zum Beorninger Haus und baten mich, sie hier zu treffen. Verstehe. Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde, nicht wahr? Dass die Vergangenheit sie irgendwann einholen würde. In der Tat. Bevor die beiden hier sind, möchte ich noch einige Dinge mit euch besprechen. Es gibt vieles, das wir klären sollten, bevor unsere Kinder alles erfahren. Die Wahrheit wartet schon lange darauf, offenbart zu werden. Kommt hinein und stärkt euch von der langen Reise. Vielen Dank, Grimbeorn. Und so berieten wir uns bis tief in die Nacht, während wir auf die Ankunft unserer Töchter warteten. Im ersten Licht des neuen Tages trafen Alenwen und Skaldiv schließlich am Beorninger Hus ein, wo wir bereits angespannt auf sie warteten. Willkommen, meine liebe Tochter. Mama, wie schön, dich zu sehen. Skaldiv, mein Kind. Vater. Herr Grimbeorn, es ist mir eine große Freude, endlich den Vater von Skaldiv persönlich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits, Alenwen. Willkommen. Liebe Skaldiv, es ist schön, dich wiederzusehen. Geht es euch beiden gut? Grüße, Farondis. Mir geht's gut. Na ja, danke. Bis zu einem gewissen Punkt ist alles in Ordnung, Mama. Ich verstehe. Deinem Brief konnte ich schon einiges entnehmen, warum ihr beide mich hier treffen wolltet. Kommt erst einmal hinein und stärkt euch ein wenig. Dann besprechen wir alles in Ruhe. Danke, Mama. Skaldi, kommst du? Geh ruhig schon mal vor, ich komme gleich nach. Verstehe. Bis gleich. Skaldiv, es tut gut, dich wiederzusehen. Es ist lange her, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Jo, Vater, ist nur wirklich eine halbe Ewigkeit. Ich habe mich schon fast daran gewöhnt, dich kaum zu sehen. Ich weiß, meine Abwesenheit hat dir vieles schwer gemacht. Die Verantwortung, die ich trage, hat oft mehr von mir gefordert, als ich bereit war zu geben. Aber ich hoffe, du weißt, dass ich immer an dich gedacht habe. Ja, wenn du meinst. Aber ich hätte mir gewünscht, dass du auch mal da gewesen wärst. Mama hat immer gesagt, du hättest Verpflichtungen, ist ja auch klar. Aber es war schwer. Ich weiß, und es tut mir leid, dass ich so selten an deiner Seite war. Die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern. Vielleicht können wir die Gelegenheit nutzen und ein wenig Zeit miteinander nachholen. Tja, schauen wir mal. Ich bin nicht mehr das Kind, das darauf gewartet hat, dass du dich eines Tages mehr um mich kümmerst. Ich bin auch ohne deine Nähe groß geworden. Aber an mir soll's nicht liegen. Du hast recht, es wird nicht einfach. Ich weiß, dass ich viele Gelegenheiten verpasst habe, dir ein Vater zu sein. Doch ich liebe dich von ganzem Herzen und ich hoffe, dass ich diese Chance nutzen kann, um dir zu zeigen, wie wichtig du mir bist. Egal, wie schwierig es wird. Ich habe mir lange Zeit gewünscht, dass du sowas mal zu mir sagst, Paps. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Danke, Skaldiv. Vielleicht ist das der Anfang, den wir beide brauchen. Komm jetzt, lass uns zu den anderen gehen. Wir haben eine Menge zu besprechen.
Es ist wirklich schön hier, liebes Skaldiv. Ich erinnere mich, dass ich schon einmal hier gewesen bin. Nun, die Zeit ist gekommen, euch die Geschichte der Vergangenheit zu erzählen. Setzt euch, meine Lieben. Grimbeorn, möchtest du beginnen? Ihr beiden habt euch in der Tat schon als Kinder gekannt. Und das, was Farondis und ich euch jetzt erzählen werden, wird aufdecken, warum ihr euch nicht daran erinnert. Es war an einem jener Tage, als Lenchen mal wieder hier zu Besuch war. Es schien ein gewöhnlicher Tag zu werden, aber es lag etwas in der Luft. Ihr habt miteinander gespielt, seid durch die Wälder gestreift, habt gelacht und die Unbekümmertheit der Kindheit genossen. Mama, wir sind mit dem Frühstück fertig. Können wir heute mal ganz rausgehen? Ich möchte Lenchen noch die Billwisse und Waage zeigen. Natürlich, mein Kind, aber achte bitte auf Lenchen und treibt nicht zu viel Unfug. Klaro. Papa, darf ich mitgehen? Keine Sorge, Herr Tador. Die Außengrenzen sind gut beschützt. Lenchen wird nichts geschehen. Danke, Wemara. Natürlich, Lenchen, geh ruhig mit. Endlich wird's spannend. Der Brownie ist aber auch ein Lieber. So warm und kuschelig. Schön. Willst du mal im Yachtgalopp mit ihm über die Wiese? Nein, lieber nicht. Also Schritt würde mir erst mal reichen. Na gut, ich führe dich ein bisschen rum. Juhu, das macht so Spaß. Braver Brownie. So, nu habe ich aber Kohldampf. Ich auch. Alles klar. Du gehst jetzt mal zum Ofen und stibitzt uns einen Honigkuchen oder zwei. Huch, ich? Ui, 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 ui. Na los, ich pass auf, dass keiner guckt. Das war klasse. Gut gemacht. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Ich bin ganz schön aufgeregt. Hihi. Toll, oder? Ja, irgendwie schon spannend. Hihi. Komisch. Bei dir werden die Kühe ganz ruhig und die Ziegen meckern auch nicht rum. Na, ich sag ihnen ja auch liebe Sachen. Was ein Quatsch. Die verstehen dich doch gar nicht. Doch bestimmt. Die merken schon, dass ich sie mag. Du bist verrückt, aber es funktioniert irgendwie.
So, nu wird's spannend. Du schreist ihn an und ich renn rein. Alles klar? Was? Nein, nicht doch. Die können doch beißen. Der Trick ist, dass du ihnen so flott auf die Schnauze haust, dass sie gar nicht wissen, was los ist. Du musst halt schnell sein. Ich möchte lieber nur zuschauen, aber sei bitte vorsichtig. Nö, Vorsicht ist Quatsch. Da hilft nur sofort losprügeln. Boah, du bist so mutig. Klasse. Schau mal, ist das deine Tante da hinten? Ja, Tante Ursula ist dein Kindermädchen hier, damit dir nichts passiert. Dabei bin ich doch da. Hallo, Tante Ursula. Das macht Spaß. Schau mal, wie hoch meiner ist. Jau, der fliegt toll. Hast du den gebastelt? Ja, mit meinem Papa. Mein Papa macht nie was mit mir. Och, schade. Warum nicht? Der hat doch nie Zeit. Aber Mama hat mit mir den Drachen gebastelt. Die kann sowieso alles. Toll. Der sieht richtig gefährlich aus. Da sehen die Billwisse schon von Weitem, wenn ich angerannt komme. Du bist gar nicht mehr so ein Schisser wie am Anfang. Doll. Danke. Du hast mir ganz schön viel Mutigsein beigebracht. Und dass die Tiere gar nicht vor dir abhauen, da muss ich immer staunen. Ach ja, das habe ich ja mit Papa auch geübt. Man muss fast unsichtbar und leise sein, wenn man Tiere beobachten will. Bei mir rennt immer alles gleich weg. Ich bin zu laut und riech schon nach Bär. Dafür rennen die Waage ja auch vor dir weg. Das ist doch auch gut. Stimmt. Und wer nicht wegrennt, kriegt auf die Mütze. Jawohl. Wir können das Anpirschen an niedliche Tierchen ja auch mal zusammen üben. Oh ja, das machen wir. Zur gleichen Zeit waren Späher der Elben auf den Schwertelfeldern und einer der Männer kam mit furchtbaren Nachrichten hierher. Monatelang hatten wir beobachtet und versucht auszukundschaften, was dort vor sich ging. Tador, Wemara und Grimbeorn hatten die besten Leute ausgesandt, um die Region im Blick zu behalten. Doch wie sich herausstellte, war all die vorsichtige Planung völlig sinnlos gewesen. Während ihr auf den Wiesen gespielt habt, waren bereits heftige Angriffe erfolgt und der Späher überbrachte mir die Nachricht. Wir rüsteten in Windeseile auf und zogen jeden kampffähigen Mann und jede verfügbare Kriegerfrau aus dem Dorf ab, um die Attacke auf die Elben zu vereiteln. Es war das pure Grauen, in der Tat. Elben und Beorninger kämpften Seite an Seite gegen eine Armee aus Schatten, die ohne ersichtlichen Grund Vernichtung und Zerstörung heraufbeschworen hatten. Wir alle hatten die Lage völlig unterschätzt.
Wie eine Flut aus Bösartigkeit brach der Tod über unsere Leute herein. Wir kämpften gegen totes Fleisch, gegen tote Geister. Einer nach dem anderen fiel aus unseren Reihen. Es war das Überraschungsmoment, das diese Katastrophe hervorbrachte. Aleen Wen, dein Vater war dabei. Skaldiv, deine Mutter ebenso. Sie versuchten alles, um diese dunkle Macht in Schach zu halten und die Kameraden zu retten. Und zahlten dafür mit ihrem Leben. Tador hatte ein paar Männer retten können, bevor er fiel. Wemara wurde schwer verwundet gefunden und hergebracht. Scheiße. Ich erinnere mich. Das ist ja grauenhaft. Es tut mir so leid, Kinder. Ihr solltet das alles nicht erleben, nicht sehen müssen, nicht den Schmerz erleiden. Ihr hattet eben noch gespielt unter der Aufsicht von Ursula. Auch sie hatte davon nichts mitbekommen. Wie auch. Sie war zu eurem Schutz abgestellt und ihr sprangt fröhlich durch die Wiesen. Und dann kamt ihr vom Spielen zurück und saht die Gefallenen. Ihr habt dem Tod ins Gesicht sehen müssen. Alle waren wir von Sinnen. Alle, die überlebt hatten, waren entsetzt und verwundet. Und da lagen Mama und Tador. Niemand konnte euch vor diesem Anblick beschützen. Ihr seid losgerannt und zu Wemara und Tador gelaufen. Papa, ich helfe dir. Ich hol Ringelblumen. Ich mach dich wieder gesund. Warte, Papa. Mama, was ist mit dir? Mama! Ich muss Ringelblumen finden. Verblasst das Echo. Propolis, ich helfe dir. Warte, Mama, ich helfe dir. Die Sterne flüstern deinen Namen. Papa, du bist so weit. Wemara starb. Tador war tot. Niemand war auf das vorbereitet. Und ihr musstet es erleben. Deine Tante behielt einen klaren Verstand, Skaldiv. Sie fing euch ein, zog euch von dem Grauen fort und verbrachte euch in Sicherheit. Sie ritt mit euch zu mir, nach Felegos. Schweißnass und panisch kam sie mir entgegen, 2 wimmernde Bündel Kind im Arm. Ich werde diesen Anblick niemals vergessen. Und ich wusste, Tador ist gefallen. Ursula erzählte mir hektisch, was vorgefallen war, und wir mussten mit aller Kraft versuchen, euch zu beruhigen. Ihr scheiß Elben hat meine Mama umgebracht. Während wir die Verwundeten versorgten, kümmerten sich Farondis und Ursula um euch. Das war das Beste, was sie tun konnten, fernab von dem Leid und Grauen hier in der Honigmulde. Ganz Felegos war gerüstet und stand bis an die Zähne bewaffnet bereit, wäre diese Schattenarmee näher angerückt. Zum Glück war das nicht der Fall. Die Schlacht war vorüber und etliche Krieger haben sinnlos ihr Leben verloren. Ich erinnere mich an ein Bett und Wasser und Träume. Das war in meinem Kinderzimmer. Ursula und ich berieten, wie wir euch zur Ruhe bringen könnten. Wir sahen euer Leid. Eure kleinen Gesichter waren schmerzverzerrt und voller Panik. Nichts konnte euch helfen. Mein eigener Schmerz war weit von mir abgerückt. Dein Vater war tot, doch euer Schicksal war nun in meiner Hand. Die beiden taten etwas, das ihr nun aus heutiger Sicht verwerflich finden mögt. Auch ich war damals außer mir, als ich davon erfuhr. Doch im Nachhinein verstand ich, dass es die einzige Lösung war. Die einzige. Was habt ihr gemacht? Wir gaben euch eine Medizin. Eine sehr alte und fast in Vergessenheit geratene Tinktur aus unterschiedlichsten Pflanzenstoffen. Medizin heilt keine Seelenwunden, Farondis. Ich weiß, Skaldiv. Es waren Wirkstoffe darin, die euch schlafen ließen, die eure Nerven beruhigten, schöne Träume machten und uns alles vergessen ließen. Alles vergessen.
Ich übernahm die Verantwortung dafür. Ich löschte eure Erinnerungen. Ich gab euch von dem Trank immer und immer wieder. Ihr habt tagelang geschlafen. Ursula schickte ich zurück, dass sie den Beorningern mitteilen konnte, dass es euch gut ginge bei uns. Vermutlich herrschte dort immer noch Chaos. Absolut, mein Kind. Deine Mutter war tot. Die Hälfte meines Dorfes tot oder verwundet. Wir waren tagelang wie in einem Schock. Ich war beruhigt, dass ihr bei den Elben in Sicherheit wart und ich hier alles regeln konnte. Wir beschlossen nach einigen Tagen, euch aus dem langen Schlaf aufwachen zu lassen und zu trennen, auf dass ihr alle Erinnerungen der Gemeinsamkeit und des Grauens vergessen möget. Ursula holte dich, Skaldiv, zurück nach Hause. Wir ließen euch nie wieder zueinander, um das große Vergessen bestehen zu lassen. Die Gefahr von Erinnerungen wäre zu groß gewesen, hättet ihr euch wiedergesehen. Verstehe. Ich verstehe, Mama. Jetzt wird alles klar. Und nun, nach all den Jahren, kamen die Erinnerungen wieder hoch. So ist es offenbar. Und nun ist es ausgesprochen. Ich hatte damals das Gefühl, es sei das Beste für euch. Grimbeorn war zunächst sehr wütend. Er hielt das für faulen Zauber und dass seine Tochter ein Recht darauf hätte, solche Situationen wie ein Krieger zu ertragen. Doch ich konnte euer Leiden nicht mit ansehen. Verzeiht mir, Kinder. Bitte vergebt mir. Ich hielt Farondes Entscheidung in dieser speziellen Situation dann später auch für das Beste. Sie erklärte mir, wie traumatisch das Ganze für euch gewesen sein musste. Und ich vergab ihr. Ich muss raus. Skaldiv. Ich erinnere mich. Ich danke euch beiden. Jetzt kann ich endlich alles verstehen, was vorher wie in einem Nebel verborgen lag. Ich mache euch keinen Vorwurf. Ich, komm gleich wieder. Skaldi? Verblasste Bilder Stück für Stück. Der Schmerz hat uns die Zeit geraubt. Die Kindheit schien wie ausgetauscht. Wir haben viel zu früh gesehen, wie Eltern grausam von uns gehen. Die Trauer löschte, was einst war, doch Bilder sind jetzt wieder da. Fest überzeugt, dass da was ist. Du spinnst doch nur, sagt sie und zischt. Doch Stück für Stück kehrt alles heim. Die Wahrheit lässt uns nicht allein. Geheimnis nur.
klar, die Herzen stark, wie's früher war. Der Schmerz vergeht, die Freude keimt, wie Schwestern wir im Herz vereint. Tief in uns erwacht ein Licht, die Hoffnung lebt und weicht uns nicht. Das Schicksal führt uns heimwärts weit, vereint im Herzen durch das Leid. Am Ende wird doch alles gut, gemeinsam fassen wir nun Mut. Die Freundschaft neu aus Leid erblüht, für Ich hab dich lieb, immer Skaldi. strahlt sie. Ich dich auch, verdammte Axt nochmal. Tief in uns erwacht ein Licht, die Hoffnung lebt und weicht uns nicht. Das Schicksal führt uns heimwärts weit, vereint im Herzen durch das Leid. Am Ende wird doch alles gut, gemeinsam fassen wir nun Mut. Die Freundschaft neu aus Leid erblüht, für immer strahlt sie ungetrübt. Und du hast die ganze Zeit recht gehabt mit deinem Gefühl. Manchmal denke ich, dass unsere Eltern immer noch da sind, nur anders. In den Bäumen, die uns Schatten spenden. Im Flüstern des Windes, das uns Mut zuspricht. Sie sind in der Wärme der Sonne, die uns auf unseren Wegen begleitet. Und im Regen, der alles Leben erneuert. Du hast vielleicht recht. Die Natur trägt so viele Geheimnisse und vielleicht gehört auch die Verbindung zu unseren Eltern dazu. Ich glaube schon, dass sie immer noch Teil dieser Welt sind, dass sie über uns wachen, während wir weitergehen. Vielleicht sind wir nie wirklich allein, weißt du? Ich habe ja auch viel von meiner Mama in mir, was sie mir beigebracht hat und so. Alles erinnert mich ständig an sie, aber auf eine schöne Art. Das ist schön, oh ja. Sag mal, findest du das in Ordnung mit der Betäuberei und dem ganzen Elbenzauber von wegen alles vergessen und so? Naja, es hat uns viele schreckliche, durchweinte Nächte erspart als Kinder. Ich weiß nicht, wie wir damit klargekommen wären ohne diese Maßnahme. Ich würde es mit meinem Kind vielleicht genauso machen. Wer weiß. Schwierige Frage, stimmt. Ich erinnere mich, als meine Mutter mit mir zum Karok ging. Dort nahmen wir damals Abschied von meinem Großvater. Da habe ich sie gefragt, was passiert, wenn man stirbt. Kennst du die Erzählung vom Zyklus des Seins? Oh ja, mein Papa hat mir mal davon erzählt, als mein Kaninchen starb. Ich finde, es ist eine unglaublich tröstliche Sichtweise auf das Ende des Seins. Genau. Komm, Lenchen, lass uns wieder ins Haus gehen. Ich will ja nicht, dass du dir den Tod holst hier. Machst du dir etwa Sorgen? Was ein Quatsch, jetzt komm. In Ordnung, Pfötchen. Hör mal, übertreib's nicht, Fräulein. Und so wurde schließlich offenbart, was lange verborgen geblieben war. Der tragische Tod von Alenwens Vater und Skaldivs Mutter wurde endlich aufgeklärt. Und die beiden jungen Frauen mussten lernen, mit dieser Wahrheit umzugehen. Es war kein leichter Weg, doch sie fanden ihre eigene Stärke darin, die Vergangenheit zu akzeptieren und daraus etwas Positives zu formen.
Skaldiv beschloss, mir als ihrem Vater eine zweite Chance zu geben, mir mehr von ihrer Zeit und ihrem Vertrauen zu schenken. Mit Geduld und einigen Wortgefechten wuchs die Bindung zwischen uns wieder, ein Band, das nun durch echte Zuneigung gestärkt wurde. Wir saßen oft zusammen, tranken Met, lachten über alte Geschichten und erlebten neue Momente des Glücks. Sie schenkte mir das Wertvollste, das es auf dieser Welt gibt: Zeit, Zuneigung und gegenseitigen Respekt. Ich übergab schließlich viele meiner Aufgaben in der Gemeinschaft und fand dadurch die Freiheit, die Zeit nachzuholen, die ich zuvor mit meiner Tochter Skaldiv verpasst hatte. Auch Alenwen ging ihren eigenen Weg. Sie zeigte beeindruckende Fortschritte auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Sie kümmerte sich hingebungsvoll um das Haus und die Tiere, half anderen und setzte sich mit ganzer Seele dafür ein, das Leid derer zu mildern, die Trost und Fürsorge brauchten. Doch neben all diesen Pflichten vergaß sie niemals ihren Traum. Der Traum, die Welt mit ihrer Stimme zu berühren, ließ sie nicht los. Mit viel Fleiß und Hingabe verfolgte Alenwen dieses Ziel, bis schließlich der große Tag kam. Der Tag, an dem sie die große Bühne betrat, das Theaterlicht auf ihr Gesicht fiel und ihre klare Stimme den Raum erfüllte. Skaldiv stand an ihrer Seite und sah ihrer Freundin zu. Sie war zufrieden, dass Alenwen ihren eigenen Weg gefunden hatte, der nicht nur aus Flausen und Träumereien bestand, und wusste, dass dies nur der Anfang war. Sie hatten viel zusammen durchgestanden, und nun sah sie, wie Alenwen die Früchte ihrer harten Arbeit und ihrer Entschlossenheit erntete. Die beiden Frauen verbrachten noch viele erlebnisreiche Jahre miteinander, als Freundinnen, die ein tiefes Verständnis füreinander hegten, respektvoll, humorvoll und verbunden wie Schwestern. Denn sie wussten beide, dass sie trotz all der Herausforderungen durch etwas wahrhaft Einzigartiges verbunden waren, eine tiefe, beinahe unerschütterliche Verbindung, die selbst den schwersten Prüfungen des Lebens standhielt. Eine Kameradschaft, wie sie selten zu finden ist und die jede Dunkelheit überstrahlen konnte. Was ein Quatsch! Und ich hatte trotzdem schon immer das Gefühl, dass zwischen uns beiden eine besondere Verbindung besteht. Ja, sabbel, sabbel. Genug der Tränendrüserei hier. Jetzt aber los, Abmarsch. Und ihr da, abschalten. Das war's. Schluss, aus, vorbei. Endlich. Komm, Erwin, hopp. Ich hab euch alle lieb. Ein Ende, ein letzter Satz, ein geschlossenes Buch. Doch Geschichten sind niemals allein. Manchmal sind sie Schatten ihrer selbst, gespiegelte Welten, die einander rufen. Und irgendwo antwortete eine andere Realität. Nichts ahnend, dass die eigene Geschichte längst begonnen hatte. Hä? Wie? Schon zu Ende? Das kann doch nicht sein. Das ist doch kein Happy End. Oder war das etwa das Happy End? Wobei, Moment, war das überhaupt ein Ende oder nur so ein Haha, lies den nächsten Band? Ende? Gibt es überhaupt einen nächsten Band? Na toll, sinnlose Zeitverschwendung. Hätte ich in der Zeit auch ein Loch in die Luft starren können. Gleiches Ergebnis, aber mit weniger emotionalem Schaden. Also wirklich, hätte ich die Geschichte geschrieben, dann hätte es Explosionen gegeben und epische Musik und eine Szene, wo Skaldiv eine Taverne anzündet, weil jemand ihr Bier umgestoßen hat. Aber nein, stattdessen Moral, Lektionen und Überraschungen. Pfft. Aber Skaldiv ist cool, sie ist immer besoffen. So überlebt man solche Geschichten. Alenwen viel zu nett. Ich meine, ernsthaft, wie kann man so sein und nicht nach 3 Seiten schon tot sein? Aber hey, was man nicht alles in so einer Gruselhöhle findet. Vielleicht liegt hier ja irgendwo Band 3 oder 4 oder wenigstens eine Getränkekarte von Skaldiv.
Aha, eine alte Spieluhr in einer dunklen Gruselhöhle. Na, was lernen wir aus Filmen? Genau, Finger weg, klare Sache. Okay, Patsy, na klar, ich bin so blöd. Warum kann ich es nicht einfach lassen? Aber vielleicht macht die Uhr ja einfach nur, Musik? Oh, bitte lass es einfach nur Musik sein. Also, cool, wirklich sehr dramatisch. Aber, kann es bitte aufhören? Die Geräusche gefallen mir gar nicht. Wow, cool. Ein riesiges Auge. Bestimmt irgendeine Art von magischer Portal-KI. Warte mal, wenn du mich anstarrst, bedeutet das, dass ich dich auch anstarren kann? Ha! Wer blinzelt zuerst? Du? Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich möchte jetzt gerne fliehen. Ja? Nein? Na gut. Aus! Stopp! Zurück auf los! Dreht dieses Ding ab! Ich möchte den Kundenservice sprechen. Verdammt noch! Oh, okay, das ist echt nicht lustig. Ja? Hallo? Ich will mein Geld zurück. Also bin ich im Tunnel, das heißt doch, dass ich jetzt durch 2 Tore geschleudert werde, oder? Also 1 habe ich schon, verdammt, fehlt noch 1. Wenn ich jetzt sterbe, dann bitte dramatisch. Vielleicht mit einer epischen Musikuntermalung, aber keine traurige Geigenmusik, okay? Ich will was mit E-Gitarren. Oh, wieder dieses riesige Auge. Nett, haha. Endlich jemand, der mir seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Also, ich nehme an, ihr habt mich gerufen, weil ihr ein Problem habt. Hier bin ich, Patsy, die strahlende Heldin aus einer fernen Welt. Groß, mutig, intelligent. Okay, das letzte ist vielleicht verhandelbar. Ach du Scheiße.